Ja, servus Leute. Ja, mein Name ist Dampfertshow und ich heiße euch willkommen zu einem neuen Update-Video. Jo, das ist für die Leute, die es noch nicht wissen, das ist ein Becken, das ist 40 breit, 25 tief und 25 hoch. Genau, sind damit ich euch keinen Blödsinn erzähle, ich messe nochmal aus. Ich muss manchmal selber überlegen. Also, Breite sind 40, Tiefe 25, Höhe 25. Also hatte ich doch recht gehabt. Ja, sorry, manchmal muss ich echt überlegen. Ich bin manchmal übelst vergesslich, habe manchmal Konzentrationsschwierigkeiten. Ja, aber egal. Zurück zum eigentlichen Sinn dieses Videos. Also ich habe das Becken jetzt ungefähr seit, lasst mich nicht lügen, aber ungefähr seit 2,5, knapp 3 Monaten laufen. Vorher hatte ich nur den Guppi-Nachwuchs, den ihr da seht, hatte ich da drin. Das sind Koi-Guppis. In meinem großen Juwel Vision 260 hatte ich noch Neocardinas, rote, gelbe, eine orangene. Das waren von meiner alten Garnelenzucht, ja, was heißt Zucht? Eigentlich keine Zucht, sondern eher eine Vermehrung. Waren insgesamt noch 5 Tiere übrig. Ja, 5 Tiere müssten es noch gewesen sein. Ein männliches Tier und 4 weibliche Tiere. Genau. Die hatte ich ja in einem großen Juwel Vision 260. Und dann dachte ich, okay, die Gubbis ziehen irgendwann aus. So in spätestens 3 Monaten oder in 2 Monaten muss ich die da raustun, weil das langsam zu eng wird für die. Das sind ungefähr so 15 bis 20 Stück. Sind jetzt ungefähr 1,5 bis 2 Monate alt und werden immer jeden Tag gefüttert mit Artemia-Nauplien und ja, Trockenfutter, Frostfutter, ja, nehmen sie alles gut an. Trockenfutter nehme ich hier das Bug-Bites, genau, das ist eigentlich ganz gut. Jo. Und habe das dann hier hingestellt, habe das ein bisschen eingerichtet, 2 Drachensteine, einmal hier hinten, einmal hier vorne. Habe verschiedenste Pflanzen reingesetzt. Hier hinten, hinterm Drachenstein, sitzt ein kleiner Busch Rotalla. Dann habe ich hier eine Anubias-Art. Ich weiß gar nicht genau, ob das die Anubias Battery Nana ist oder so. Keine Ahnung, irgendeine Anubias-Art. Eine, die nicht so groß wird. Dann habe ich hier vorne auf dem Drachenstein habe ich noch eine gesetzt. Dann habe ich hier und hier, das ist Pfennigkraut. Weiß gar nicht die genaue Bezeichnung, Lysimachia oder so ähnlich. Dann hinten habe ich eine, ja, da muss ich wieder überlegen, nicht die Sessiliflora, Hygrophila, Sessiliflora ist es nicht. Hygrophila, keine Ahnung, ich merke es mir einfach nicht. Ja, dann vorne habe ich einige von den Ablegern aus dem also sind alles Ableger aus meinem großen Aquarium, aus meinem Hauptaquarium. Hier vorne ist Glossostigma, habe ich ein paar kleine Ableger gesetzt. Hier drüben ist Staurogyne repens und eine Ludwigie. Genau, das sind die Pflanzen. Dann habe ich hinten Bio-CO2. Dann hatte ich auf der rechten Seite, habe ich jetzt die Leute, die die anderen Videos gucken, von dieser Playlist. Ich habe ja eine Playlist aus dem Juwel Vision, eine Update-Playlist, und ich habe eine extra Update-Playlist für das kleine Becken hier erstellt. Die setze ich dann ans Ende des Videos, verlinke ich beide
beide Playlists. Bin ich gerade nicht auf das Wort gekommen. Wie auch immer, ich habe hier drüben jetzt einen anderen Filter. Vorher war ein luftbetriebener Schwammfilter. Der war mir aber auf Dauer zu laut, weil das Becken ja hier in der Wohnstube steht. Und da habe ich einen uralt Filter ausgegraben, so einen Rucksackfilter. Der ist von der Firma Aqua Clear Mini, nennt er sich. Das ist der hat locker seine 25 Jahre auf dem Buckel. Also ist schon ein uralter Filter. Ist eigentlich perfekt für die Größe von dem Becken hier. Man kann die Durchflussmenge kann man regulieren. Also man hat oben so einen Regler, da kann man auf ganz, ganz schwach stellen und das habe ich auch gemacht. Also der Durchfluss ist so gering. Jo. Der war allerdings, da wo der Pumpenkopf sitzt, da drumherum war eine Dichtung und die ist leider undicht geworden. Jetzt habe ich aber geguckt, ich habe noch so Teflonband gefunden und habe da ohne Ende Teflonband rumgewickelt und momentan ist er dicht. Also ich hoffe. Dann an dem Flügelrad hat man ja vom Motor, dieses Flügelrad, da hat man ja diese 4 Flügel obendran, an dem Propeller sozusagen. Das genaue Fachwort weiß ich jetzt gar nicht. Wie nennt sich denn so ein Propeller? Der nennt sich ja im Filter bestimmt nicht Propeller. Könnt ihr ja mal unten in die Videobeschreibung gerne reinschreiben, wer es weiß, wie sich das nennt. Oder nee, ich glaube Impeller, kann das sein? Schreibt es mal in die Kommentare unten rein, wie sich das nennt. Propeller oder Impeller. Genau. Hab das wie gesagt abgedichtet mit Teflonband und momentan scheint es wohl dicht zu sein. Ich guck mal, dass ich das vielleicht eingefangen kriege. Sorry, das war ein bisschen laut und es wackelt ein bisschen. Aber ich musste mein Handy mal aus dem Stativ rausnehmen. Einen Moment. So, das ist jetzt der von hinten. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht ein bisschen heller gezogen kriege. Ja, man scheint es zu erkennen. Also hier sieht man es. Hier sitzt ja der Pumpenkopf und hier unten, Moment, ja, ganz scharf kriege ich es nicht. Hier unten das Weiße, das ist Teflonband und es scheint wohl abzudichten. Oh, jetzt wird es hell. So, genau. Ja, und da habe ich sozusagen hier oben, sieht man ja, ich komme mal wieder rum, Entschuldigung wenn es wackelt, aber ich kletter mir hier einen ab. Es ist echt schwierig. So, sieht man, da habe ich hier so ein, ja, früher war das eigentlich mal ein Nitritschwamm, aber da ist schon lange nichts mehr mit Nitritschwamm. Genau, man sieht auch, ganz geringe Durchflussmenge. Genau. So, dann setze ich euch mal wieder, ins Stativ. Einen Moment. Ach, das ist hier. Also ich glaube in Hollywood beim Film haben sie es besser, da ist das schöner. Da ist das alles professioneller. Aber wir sind ja nicht in Hollywood. Wir sind ja bei mir. Und bei mir ist alles chaotisch. So, einen Augenblick. So. Genau. Ein Stückchen ran. So passt das. Ach so, genau, Bio-CO2. Ich hatte mir gestern bei uns im Zooladen habe ich mir neue Testflüssigkeit also diese Langzeit-Testflüssigkeit fürs CO2 hatte ich mir geholt.
Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Also sie ist hellgrün. Auf der Kamera wirkt es wahrscheinlich anders. Aber hier ist es so richtig schön hellgrün, sehe ich das, und geht schon, na, nicht ganz ins Gelbe, aber fast. Also eigentlich perfekt mit dem Bio-CO2. Dann irgendwas wollte ich euch doch noch zeigen und vorstellen. Irgendwas hatte ich doch noch geholt. Ach ja, genau. Ich habe für die Garnelen, seht ihr ja hier vorne, ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt auf der Kamera. Ich muss mal schauen. Ja, da sieht man es. Ich habe mir hier so ein Glasfutterschälchen für die Garnelen gekauft, damit das Futter nicht so im ganzen Becken rumfliegt. Das rieselt ja, das ist ja doch sehr fein, und das rieselt dann in den Kies rein, und die Schnecken wühlen das bis runter und das gammelt womöglich. Also das möchte ich ungern haben, deswegen habe ich da so ein Näpfchen gekauft. Also wie man sieht, die Guppies, die gehen da auch immer rein. Und wie ihr sehen könnt, also die haben jetzt schon echt am Maul und also am Kopf vorne und in der Schwanzflosse haben die einen oder anderen schon echt eine tolle Orangefärbung. Also ja, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Der jetzt von links nach rechts ins Bild geschwommen ist, bei dem sieht man das richtig schön. Der eine hier auch. Also die haben echt schon eine schicke Färbung. Aber wie gesagt, da habe ich genau so einen Fressnapf gekauft für die. Klingt komisch, ne? Fressnapf. Ein Glasschälchen. Genau. Oder Glasnäpfchen. Dann habe ich gekauft, das hat der, zu dem ich immer gehe bei uns in der Zoohandlung, mein Zoohändler des Vertrauens, hat mir ein Garnelenfutter, hat gemeint, probier das mal aus. Ich habe mich auch mit ihm darüber unterhalten. Joachim Mund hatte ein Video gemacht über Ernährung von Garnelen. Und habe ich mich auch mit ihm ausführlich drüber unterhalten. Also jetzt nicht mit Joachim Mund, aber mit meinem Zoohändler. Und der ist halt auch der Ansicht, ne? So, und er hat es auch so klar benannt. Andere Zoohändler habe ich schon andere Erfahrungen gemacht, die haben dir irgendeinen Blödsinn erzählt. Und habe ich, wie gesagt, ich habe ihn darauf angesprochen, dass ja Garnelen, also Garnelen sind ja auch laut Joachim Mund eher in Richtung Carnivore unterwegs, weil sie halt diesen Aufwuchs fressen und weniger Blätter und Pflanzliches, sondern die weiden das eher nur so diesen Aufwuchs ab. Aber er hat mir trotzdem Futter empfohlen, und zwar kann man jetzt schlecht erkennen. Warum ist das denn so dunkel? Ich bin echt kein Profi. Genau. Ich mache euch mal ein bisschen heller. So. Krusta Mix Sticks nennen die sich. Und das ist von Garnelen TV. Premium Krusta Mix Sticks. Ich lese euch mal vor, was da hinten drauf steht. 30% Brennnesseln, 20% Walnussblätter, 10% Spinatblätter, 10% Seealgen, 10% Luzerne und 10% Paprika und 10% Echinacea. Fütterungsempfehlung geben die an, zweimal die Woche einen Stick für 20 Garnelen, Krabben, Schnecken oder für 5 Zwergkrebse. Genau. Also, und er sagte auch, es ist richtig, dass Garnelen halt überwiegend gerade die Caridina-Arten, die weiden halt Caridina und Neocaridina, die weiden halt diesen Aufwuchs ab, aber es schadet trotzdem nichts, wenn man ihnen zwischendurch mal ein paar Bonbons gibt sozusagen, ne? Also ich sehe das eher als Bonbon, würde das jetzt nicht als, ja, weiß ich nicht, als Hauptfutter würde ich es jetzt nicht nehmen, weil wenn Garnelen sich omnivor ernähren oder beziehungsweise von diesem Aufwuchs, wo ja auch Tierchen drinne leben, Mikrowürmer und sowas,
ist es ja eine omnivore Ernährung und alles, was pflanzlich eventuell zu sich genommen wird, dann vielleicht nur mehr so ein Bonbon oder keine Ahnung. Hab da jetzt auch nicht den genauen Plan. So ist halt mein Gedankenspiel. Und also mein Zoohändler meinte, durch diese Seealgen, da ist auch Jod drin. Und Jod ist wohl gesund für die Garnelchen. Ähm, Falls ihr da richtig Plan habt davon, schreibt das ruhig mal, kann man sich ja ruhig in den Kommentaren nochmal gerne drüber auslassen, weil ich lerne gerne was dazu und ja, der ein oder andere von euch hat da mehr Plan wie ich, da bin ich mir sicher. Ich habe immer nur ja, mein Wissen, was ich habe, das klar ist auch durch Beobachten und durch Erfahrung machen. Äh, aber vieles, was ich halt auch weiß, ist halt auch durch Leute, die halt mehr Ahnung haben, durch Erzählungen. Ich folge ja bis jetzt jeden Stream von Joachim Mund. Und was er halt so erzählt, das ist schon recht logisch und macht auch vollkommen Sinn. Woran ich mich noch nicht so wirklich getraut habe, ist eben diese komplett filterlose Aquaristik. Da traue ich mich irgendwie nicht so wirklich ran, weil ich eigentlich froh bin, dass mein Becken jetzt so läuft, wie es läuft. Sowohl das große als auch hier das kleine. Und da möchte ich nicht diesen krassen Schritt gehen in Richtung komplett filterlos. Weil ich nicht weiß, ob ich es auf Dauer hinkriege, dass ein Becken so stabil bei mir läuft. Weil Joachim Mund sagt ja selber, es kann funktionieren, muss aber nicht. Ist dann genau wie bei den gefilterten Aquarien. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Aber ich habe halt bis jetzt halt nun nur die Erfahrung mit gefilterten oder wie Joachim Mund sagt, zwangsgefilterten Becken. Ich habe eben nur mit der Art Aquaristik Erfahrung gemacht. Ich kenne das schon auch, dieses Filterlose, weil ja, das gab es ja früher auch, bedingt dadurch, dass die Technik nicht so ausgereift war und haben früher auch schon viel die Leute filterlos betrieben. Ja, aber Joachim Mund hat es ja laut seiner Aussage erst so wirklich richtig was war das, in den 80ern, erst so richtig, ja, so etabliert. Also ist nicht seine Erfindung, aber er hat so vorangetrieben, ne? Genau. Ja, wie gesagt, also mit dem kleinen Becken hier bin ich bis jetzt zufrieden, wie es läuft. CO2 funktioniert gut. Ähm, Die Garnelen haben sich auch schon vermehrt. Moment. Entschuldigung. Vielen Dank. Ja, die Garnelen, wie gesagt, die hatten sich ja auch vermehrt. Das müssten jetzt insgesamt, also ich habe irgendwas mit 5 oder 6 kleinen Garnelen. Also was heißt klein, die sind schon ein bisschen gewachsen. Und Jungtiere auf jeden Fall. Und das ist schon beachtlich dafür, dass das nur insgesamt 4 oder 5 erwachsene Tiere waren, wo eins davon nur ein Männchen war. Ist trotzdem gut was hochgekommen, trotz dass die in dem großen Becken waren und da ja auch Fische drin sind aber weil das eben so gut bepflanzt ist bei mir, kommt halt immer mal was durch, ne? So genauso mit mit den Guppies, das sind ja auch noch ein paar kleine im großen Becken. Das ist ja der erste Wurf, wo ich sie bekommen habe, hier in dem kleinen. Das ist ja der erste Wurf von den erwachsenen Tieren. Und die jetzt drin sind im großen Becken, das ist sozusagen der zweite Wurf. Ja, ansonsten mal gucken, da wird bestimmt noch die ein oder andere Garnele in dem Juwel Vision drin rumschwören, die ich bis jetzt noch nicht gefunden habe. Und eine habe ich heute rausgefangen, eine rote. Gestern hatte ich welche rausgefangen. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Ich muss mal ein Stückchen rangehen. Ja, da ist eine große Orange. Hier sitzt eine große Orange, das ist ein Weibchen.
Und hier hinten unter dem Blatt sitzt eine kleine rote. Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Genau. Ansonsten sitzen immer mal kleine, hier oben sieht man das. Hier oben sieht man auf der Steinspitze, sieht man den Rücken von so einer gelben Garnele. Da sieht man sie. Mal gucken, wie die sich entwickelt. Ich vermute, das wird ein männliches Tier. Kann man ja eigentlich ganz gut erkennen, ob es männlich oder weibliche sind, zumindest bei den Erwachsenen. Genau, und ja, mal abwarten. Eigentlich wollte ich mir Garnelen. Ah, da kommt noch eine kleine gelbe. Hier unten neben dem kleinen Glossostigma-Ableger. Ja, die kann man ganz gut erkennen. Die hat eine schöne Färbung, finde ich, so richtig schön gelblich. Mal gucken, wie die sich entwickelt, wenn sie älter wird. No. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mir noch mal... Also ich werde bestimmt noch mal ein paar Tiere reinsetzen. Ein paar Garnelen, also vermute ich mal nicht heute oder morgen, aber ja, entweder ein paar Black Cherry oder diese Redfire Sakura. Die Sakuras finde ich auch schön, weil die ja meistens diesen ausgeprägten Rückenstrich haben. Genau, also wie gesagt, was ich auch mag, sind die Black Cherries. Da habe ich, glaube ich, noch ein weibliches Tier, zwei weibliche Tiere, die so richtig schön dunkelrot sind. Und mal gucken, vielleicht, ja, irgendwann werden die sich ja, denke ich, nochmal weiter fortpflanzen. Also das ist so mein Ziel. Genau, hier oben jetzt sieht man die auf dem Drachenstein. Hier, die sieht man auch, die hat auch eine schöne Färbung. Schöne kleine gelbe Garnele. Schon interessant, finde ich, wenn man die so beobachtet, wie die da so rumgrasen und ständig am Rumwuseln, und da möchte man meinen, dass Garnelen irgendwie gar nicht wirklich schlafen. Also ich denke mal, die werden wahrscheinlich auch wie Fische auch, dass die Ruhezeiten haben, wo sie irgendwo in der Ecke sitzen, aber so richtig schlafen, glaube ich, tun die nicht. Vielleicht auch so wie bei Fischen, dass die mit einer Gehirnhälfte schlafen die ja und mit der anderen sind die sozusagen wach. Ist ja bei Fischen so, dass die das getrennt steuern können, ihre Gehirnhälften. Wie gesagt, eine Gehirnhälfte schläft oder ruht, keine Ahnung, und die andere ist halt wach, wegen Räubern und so, ne? Genau, und ob das jetzt bei Wirbellosen oder so niederen Tieren genauso ist, kann ich gar nicht sagen, keine Ahnung. Jo, das soll es auch erstmal zum Update gewesen sein. Oder gibt es noch was? Ja, was ich mir letztens auch gekauft habe, das war aber, weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte, das war so ein Aquascaping Tool Set, bestehend aus 2 Scheren, 2 Pinzetten und einem Sand Flattener, zwei gerade Scheren, 2 gebogene Scheren, nee Quatsch, eine gebogene Schere, eine gebogene Pinzette, eine gerade Schere und eine gerade Schere, genau. Oh, heute ist echt nicht mein Tag. Aber ja, naja gut, was will man für den Preis auch erwarten, ne? Die hat, was hat die gekostet, Schatzi? Dieses Set? Was war denn das gewesen? Nicht 19 Euro? Auf jeden Fall 120 Euro, genau, sagt meine Frau auch gerade. Und gut, was will man für den Preis erwarten? Also eine Pinzette, die ist so scharfkantig, aber ich glaube, das hatte ich schon erzählt. Die ist so scharfkantig, wenn unser Meister damals das mitgekriegt hätte, wo ich
wo ich in der Metallausbildung war. Wenn wir in der Grundausbildung so eine Werkstücke abgeliefert hätten, der hätte uns sowas von zusammengestaucht. Der hätte gesagt, hier, pass auf, das nimmst du, bringst es mal zur Schrottkiste und dann baust du nochmal 2 neue und die gibst du ordentlich ab. Ja, also das hätte der uns nie durchgehen lassen und naja. Ja, die Teile werden irgendwie ausgestanzt, da wird nicht, dann werden die ein bisschen zusammengelötet, dann wird da nicht großartig vorher entgradet oder so oder auf Qualität geachtet. Ich meine, sie funktionieren, aber es ist halt, ja, naja gut, Preis versteht man, ne? Ich meine, wenn ich jetzt von JBL oder von irgendwelchen anderen Firmen gutes Aquascaping Tools bestelle oder kaufe, da bezahle ich ja manchmal für eine Schere, bezahle ich ja schon 30, 40, 50 Euro, je nachdem was für eine Ausführung. Wenn man hier so eine, wie nennen die sich, Wave Skizzer, also diese Wellenscheren, wenn ich die habe, oder auch diese kleinen, die man für filigrane Arbeiten nimmt, das sind ja Horrorpreise, also das wollte ich auch nicht unbedingt ausgeben. Ich dachte, probierst du mal, es funktioniert, die Qualität ist halt grottenschlecht, aber naja, egal, Hauptsache es schneidet und wenn die 2, 3 Jahre halten oder so oder 4 Jahre, dann bin ich auch zufrieden. Genau. Ansonsten, ja, das mit dem Licht funktioniert gut. Also es wirkt vom Licht her sehr schön, finde ich zumindest. Und das Einzige, was ein bisschen nervt, ich finde, die können ein bisschen tiefer sein. Weil wenn man hier so davor sitzt oder auch wenn man hinten bei uns rechts neben, also in die Richtung steht ja unser Sofa. Meine Frau sagt auch, wenn man da so da hinten sitzt, das blendet doch schon ganz schön. Die müsste noch ein bisschen tiefer sein. Man kann da aber auch nichts irgendwie groß ändern, also ich muss mal gucken. Vielleicht kriege ich da irgendwas hingefriemelt, dass die tiefer geht. Ich muss mal schauen. Aber naja, egal. Ja, das soll soweit erstmal gewesen sein von dem Update-Video. Ich werde mal gucken, dass ich mache ja immer einmal die Woche mache ich einen Livestream und ich wollte das gerne im Wechsel machen, dass ich einmal die Woche einen Livestream, also einen Update-Livestream zu meinem Juwel Vision 260 und in der anderen Woche wollte ich gerne ein Update-Video für das kleine Aquarium hier machen. Genau, also immer im Wechsel. Ja. Oder eine Woche Update-Stream zum großen Becken. Nee, Quatsch, gar nicht, ich lüge ja. Ich mache ja immer freitags, mache ich ja seit letzter Woche, habe ich mir ja vorgenommen, immer freitags eine Lesestunde zu machen aus alten Aquarienbüchern. Also wer das noch nicht gesehen hat, das letzte Video, könnt ihr gerne euch mal anschauen. Geht ein bisschen länger, ist auch ein Livestream, vorgenommen hatte ich mir da so 2 Stunden. Und könnt da gerne mal reinschauen. Und damit geht es jetzt diese Woche am Freitag. Was ist denn das für ein Tag? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall jetzt den kommenden Freitag. Zwischen 19 und 19:30 Uhr wollte ich damit anfangen. Und bei genau 19 Uhr schaffe ich es vielleicht nicht immer, weil das die Zeit ist, wo mein Sohn oder wo unser Sohn ins Bett geht. Und bis der dann mal im Bett ist und erst Zähne putzen, dann ins Bett, da wird es dann doch schon manchmal 7:30. Also genau, könnt ihr euch darauf einstellen, 19:30 wird der Stream starten. Da seid ihr alle recht herzlich eingeladen, euch das mit anzugucken. Und ich muss mal gucken, ich muss mir nochmal einen genauen Plan machen, wie ich es nun mache mit den Videos. Oder ich mache es einfach spontan, so wie jetzt. Genau. Definitiv der Lesestream, der wird definitiv wöchentlich kommen. Immer freitags, wie gesagt, ab 19:30 fange ich damit an. Genau. Und ja, das soll es, wie gesagt, für heute erstmal gewesen sein. Ist jetzt auch schon wieder, ich kann das gar nicht erkennen, um die 30 Minuten. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst, wenn ich was hochlade.
Und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und wer es noch nicht kennt, schaut gerne mal auf die Kanalseite von Joachim Mund. Der müsste ja, also der ist ja gut zu finden über die YouTube-Suche. Und ja, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich seinen Kanal. Ich denke, er wird ja nichts dagegen haben. Ist ja auch gut für ihn. Und ja, freue mich, dass in letzter Zeit auch wieder ein paar Abonnenten dazu gekommen sind. Aktuell sind wir bei 46 Abonnenten. Da wollte ich mich auf jeden Fall auch nochmal recht herzlich bei euch bedanken, weil ja, das ist für mich nicht selbstverständlich, dass ich so viele Abonnenten habe und ja, scheint wohl gut anzukommen, was ich mache. Und ja, ich gebe mir Mühe, dass ich so weitermache und dass ich so bleibe, wie ich bin. Und wer mich halt nicht mag, der muss mich ja nicht abonnieren oder der muss nicht gucken. Und ja, ansonsten, wie gesagt, das soll es erstmal gewesen sein. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, ich weiß nicht also, ob das Video heute noch online geht, aber ich muss das dann noch vom Handy auf den PC laden, muss das noch ein bisschen in YouTube dann bearbeiten, bis der das dann alles in HD umgewandelt hat. Da vergeht ja auch meistens, ich lade das dann meistens als Zeitplan hoch, also das Video wird dann wohl morgen für euch zu sehen sein. Und ja, ansonsten gehabt euch wohl, haut rein und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.